Hi, ich bin David und ich bin heute hier mit Eva von Zwei Kleinen Papeterie und Design. Eva, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ey, das ist wirklich mega. Du arbeitest schon ganz, ganz lange mit unseren Produkten und Zwei Kleinen Papeterie und Design. Was macht ihr da genau? Was machst du da? Zwei Kleinen ist eine Designmanufaktur, würde ich sagen. Und es dreht sich hauptsächlich um das Design und die Produktion von Hochzeitspapeterie. Individueller Hochzeitspapeterie oder eben auch Designsets, die schon bestehen und angepasst werden können, personalisiert werden können. Ach cool, und da brauchst du natürlich verschiedene Druckverfahren, um deinen Kunden den Druck direkt aus einer Hand anzubieten. Und du bist schon recht lang mit unseren Produkten unterwegs. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ich denke über Social Media damals, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Vermutlich wurdet ihr mir über Instagram angezeigt und da seid ihr auch sehr aktiv gewesen. Cool. Genau, und dann fand ich die Idee, farbige Papiere mit Weiß selbst zu bedrucken, tatsächlich sehr cool und es nicht immer rausgeben zu müssen. Und dann habe ich mir mal für meinen kleinen alten Samsung den Toner bestellt. Cool. Ja, das hast du schon jetzt erwähnt. Du hast damals einen Samsung Laserdrucker und hast in unserem Online-Shop den passenden weißen Toner dafür bestellt. Genau. Hattest du vorher irgendwie Kontakt mit unserem Kundenservice oder Support oder hast du einfach geklickt und mal geschaut, was bei rauskommt? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt, weil das schon so lange her ist. Es kann natürlich sein, dass ich auch vorher mich mal informiert habe. Ich bin jemand, der gerne mal zum Telefon greift und fragt und dann wahrscheinlich den Nico dran hatte und aufgrund dessen dann den Toner bestellt habe. Es kann schon so sein, ja. Ja, cool. Und was hast du dann mit dem weißen Toner so für Projekte umgesetzt? Was ist da so das erste gewesen, was du gemacht hast? Du hast uns auch einen Riesenhaufen Muster mitgebracht. Wir können da auch gern direkt mal drauf schauen. Also zum einen habe ich den weißen Toner hauptsächlich dafür gebraucht oder benutzt, um in der Tagespapeterie zu produzieren. Sprich Kirchenhefte oder Menükarten, jetzt in kleineren Auflagen. Denn diese kleinen Auflagen und auch ganz kurzfristigen Aufträge sind dann halt einfach besser zu handeln, wenn man das direkt vor Ort produzieren kann. Cool, du hast also die weiße Tonerkartusche ganz einfach in deinen Farblaserdrucker anstatt der schwarzen eingelegt. Genau, das ist ja auch super easy. Und dann wurde alles, was du schwarz am Bildschirm hattest, in weiß gedruckt. Genau, also man muss natürlich dann ein bisschen bei den Druckereinstellungen aufpassen, aber das ist eigentlich selbsterklärend und wenn man es einmal falsch macht, macht man es beim nächsten Mal richtig. Cool, sehr schön. Das ist so ein Design, was du damit gemacht hast. Das ist jetzt hier eine Karte für eine kirchliche Trauung. Genau. Sieht man sehr, sehr schön, diese filigranen Designs. Hast du vorher auch andere Drucktechnologien benutzt, mit denen du bei dir im Studio gedruckt hast? Ich habe eigentlich nur diesen Büro-Laserdrucker, also diesen Samsung, den ich eigentlich nur für Rechnungen und solche Sachen benutzt habe bis dahin. Und ansonsten einen Tintenstrahler, der auch DIN A3 drucken kann und auch eine gute Qualität druckt, also ein Fotodrucker würde ich sagen. Den habe ich dann für solche Sachen meistens benutzt. Aber das ist ja also Tintenpatronen sind ja auch nicht so ergiebig, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und natürlich gibt es da kein Weiß als Farbe, sondern du kannst nur das geht natürlich Farbe gar nicht, drucken. das ist klar. Cool. Das heißt, du hast dann solche Aufträge relativ häufig umgesetzt, direkt on demand, so wie die Kunden gerade reinkamen. Und hast dann aber auf den Ghost Pro gewechselt. Und du hattest auch gewisse Herausforderungen mit deinem Samsung-Drucker. Was waren da so die Herausforderungen? Was mich schon immer tatsächlich sehr gestört hat und deswegen habe ich auch lange gesucht. Ich habe immer wieder nach Druckern gesucht, die festes Papier bedrucken, also hauptsächlich 300 Gramm und darüber. Und das gibt es eigentlich am Markt nicht, würde ich sagen. Also bisher gab es das nicht. Und das ist bei den normalen kleinen Laserdruckern einfach nicht möglich. Also die drucken bis 250 Gramm, laut Hersteller oft sogar nur bis 220 Gramm. Richtig. Und wenn man dann etwas einlegt, was darüber ist, hat man direkt Papierstau und keinen Spaß. Und daher muss man dann bei der Papierwahl genau aufpassen, was man da halt mitdruckt, was eben geht. Und auch oft nur A4. Ja, das stimmt. Ja, mit dem Samsung-Drucker und dem Ghostwrite Toner hast du also so kleinere Grammaturen bis hier, das ist vielleicht 120, 160 Gramm oder so bedruckt. Das ging also immer einwandfrei. Wie warst du mit der Druckqualität von der weißen Tonerkartusche zufrieden? Du hast hier auch ein Beispiel, was aus einer Druckerei kommt und wo du dann quasi die Druckergebnisse von der Druckerei mit den Druckergebnissen vom Ghostwrite Toner in deinem Samsung-Drucker kombiniert hast. Genau. Also das hier ist aus der Druckerei. Das sieht man zum Beispiel auch schon ganz gut. Das ist ein 700 Gramm Papier. Das lässt sich natürlich nur mit richtig professionellen Druckern bedrucken. Beziehungsweise wird sogar zusammen kaschiert, glaube ich. Und mit einer Blindprägung, das gebe ich auf jeden Fall raus. Ja. Und dann in dem Fall auch hier 350 Gramm Papiere.
mit weiß bedruckt, auch von der Druckerei. Aber dann ging es eben um die Tagespapeterie und kleine, kurzfristige Aufträge, wie eben so ein Schild für eine Hochzeitstorte. Oder das sind jetzt hier, wir hatten einen großen Sweet Table, da wurden halt kleine Schilder dazu benötigt. Für die Desserts, cool. Fürs Dessert und das einfach nochmal so als die Feige als Element dazu. Und das habe ich dann entsprechend auch damals mit dem Samsung gedruckt. Und das hier ist ein 270 Gramm Papier. Da sind mir bestimmt auch die Hälfte der Bögen flöten gegangen durch den Papierstau. Klar. Und das war immer echt eine Herausforderung. Aber es konnte, finde ich, oder kann auf jeden Fall von der Deckkraft her gut mithalten mit den Druckereiprodukten. Cool. Und steht dem eigentlich in nichts nach. Das heißt, mit dem Ghost White Toner in einem normalen Farblaserdrucker kann ich auch Druckergebnisse, die aus der Druckerei kommen, wie jetzt hier zum Beispiel diese Weißdrucke, echt gut kombinieren. Ja, kann man auf jeden Fall kombinieren. Genau. Cool. Und es sieht auch qualitativ sehr hochwertig aus. Nice. Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen deine Designs. Danke. Wenn du auch einen Farblaserdrucker zu Hause hast, dann kannst du gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Die blende ich dir jetzt hier unten ein. Denn wir bieten nicht nur für Evas Samsung-Drucker, sondern auch für ganz, ganz viele Laserdrucker von HP, Canon und anderen Herstellern weiße Tonerkartuschen an. Dann kannst du ganz genauso wie Eva deinen schwarzen Toner rausnehmen, den weißen Toner einsetzen und direkt weiß drucken. Schau einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Da kannst du direkt rausfinden, ob für deinen Drucker der passende Toner dabei ist. Sollte dem nicht so sein, haben wir coole Starterpakete, wie zum Beispiel unseren Little Ghost, wo du einen Drucker bekommst mit der weißen Tonerkartusche und direkt in das Thema einsteigen kannst. Und das ist einfach alles, was du brauchst, um direkt weiß zu drucken. Den Ghost Pro, den du dir jetzt zugelegt hast, den haben wir auch auf unserer Webseite. Du hast schon gesagt, dass schwere Papiere der Hauptgrund waren, wo du gesagt hast, da möchte ich unbedingt drauf drucken können. Ja. Und der Ghost Pro druckt ja per Spezifikation bis 300 Gramm. Du gehst da auch manchmal drüber? Ja, meist sogar. 350 Gramm ist eigentlich mein Standard, dass ich auf dem Drucker drucke, ja. Und dann hast du auch gesagt, mit anderen Formaten, wie zum Beispiel Umschlägen, hattest du immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Hier hast du auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wir legen das mal hier rüber. Genau. Das ist zum Beispiel so ein Umschlag, den du dann mit dem Ghost Pro gedruckt hast. Der gehört auch zu diesem Hochzeitskartenset. Genau. Was waren da so die Herausforderungen in dem Projekt und wie hat Ghost Pro die gemeistert? Tatsächlich war das eins der ersten Projekte, bei denen ich die Kuverts direkt bedruckt habe. Sonst habe ich eigentlich immer mit Etiketten gearbeitet, was nicht wirklich schön ist im Vergleich. Klar. Und dann habe ich das hier ausprobiert und es lief wirklich einwandfrei. Und das richtig Tolle daran war, dass man halt eben auch einfach das Logo in weiß drucken kann. In einem Rutsch quasi durch und die Adresse oder der Absender hier oben wird dann einfach schwarz gedruckt. Und der Ghost Pro nimmt es halt richtig gut an und es funktioniert einfach gut. Ja, genau. Sehr cool. Das ganze Set hast du jetzt mit dem Ghost Pro bedruckt, hast du mir vorher schon erzählt. Genau. Einmal hier die Karte mit einem wunderschönen Weißdruck. Und das sind auch Designs, die du völlig individuell für Kunden entwickelst, richtig? Genau, das war ein individuelles Design in dem Fall, ja. Sehr schön. Und hier sehe ich, du hast sogar Fotos damit gedruckt auf ein helleres Papier in Schwarz-Weiß. Genau. Finde ich, sieht auch mega cool aus. Wie sind so deine Erfahrungen mit dem Druck von Bildern auf dem Laserdrucker? Das war auch so gefühlt der erste Versuch. Das habe ich dann einfach mal irgendwie probiert, ob das gut rauskommt. Gerade bei Schwarz-Weiß-Bildern muss man ja auch dann mit Naturpapieren immer so ein bisschen aufpassen. Aber das steht meiner Meinung nach einem Druck in der Digitaldruckerei in nichts nach. Also ich finde, die Bilder kommen wirklich sehr gut raus. Und das hat er auch hier mit dem Grün dazu sehr, sehr gut hinbekommen, auf jeden Fall. Und gerade dieses Papier ist auch super steif. Also das ist auch ein durchgefärbtes Naturpapier, sehr hochwertiges. Und das ist immer sehr steif. Das sieht man schon, wie sich das auch so biegt. Das hat er auch alles sehr, sehr gut eingezogen. Und ich finde auch farblich richtig toll. Cool. Ja. Ich liebe deine Begeisterung, das macht richtig Spaß. Thema Formate ist ja in der Hochzeitindustrie immer ein spannendes Thema. Einmal halt zum Beispiel solche Taschen. Genau. Wie fertigst du die und wie kommt der Druck hier drauf? Das ist tatsächlich ein Produkt, was ich bei einem Lieferanten individuell anfertigen lasse. Cool. Die haben mehrere Formate zur Auswahl und das kann ich dann eben auf Bestellung produzieren lassen. Das kommt dann auch schon so zusammengeklebt an. Und das hier ist tatsächlich ganz alt hergebracht, ein Holzstempel. Weil manche Dinge einfach auch damit besser zu handeln sind. Und was auch immer sehr schön ist, ist, dass die Brautpaare halt auch tatsächlich noch ein bisschen selbst Hand anlegen können. Also Ach cool, das Brautpaar stempelt das dann selbst? Ja, also ganz, ganz oft ist es so, dass die Konfektionierung, so das letzte bisschen der Hochzeitspapeterie vom Brautpaar selbst übernommen wird, damit die einfach auch
da reinkommen. Und die machen das dann auch wirklich gerne. Also so ein Schleifchen noch drum binden oder ein Siegel mit Siegelwachs gießen. Ja, wir sehen ja gleich auch noch ein paar ganz fertige Projekte, wie die dann quasi aussehen, wenn sie zu den Gästen oder zum Kunden rausgehen. Und da involvierst du deine Paare auch einfach. Das ist also echt ein gemeinsamer Prozess. Auf jeden Fall. Vom Kennenlernen über die Entwicklung des Designs, was dann natürlich aus deiner Kreativität rausfließt und der Beteiligung des Paars in der Konfektionierung. Also ich kann auch die Konfektionierung komplett übernehmen, aber es ist, ich würde sagen, 25% der Brautpaare überlassen die Konfektionierung mir, die anderen übernehmen das selbst. Also die Mehrheit ist einfach mit in dem Prozess drin. Ja, es ist ja immer echt was mega Persönliches. Du hast hier noch so ein paar andere Sonderformate mitgebracht. Genau. Diese halbrunden Papiere finde ich auch mega cool. Später sehen wir auch noch mal ein Beispiel, wie das zusammengesetzt dann im Druck aussieht. Genau. Wie ist das mit solchen Sonderformaten? Bedruckst du die und schneidest die dann oder bedruckst du die direkt? Wie arbeitest du damit? In dem Fall lasse ich das auch konturgestanzt von meinem Lieferanten herstellen. Ach, cool. Und das sind, also das ist jetzt ein A6, das sind DIN lang und das ist ein 5x7 Zoll. Das ist ungefähr 12 x 17 Zentimeter. Und das ist so ein amerikanisches Format, was in der Hochzeitsbranche auch super beliebt ist, das man sehr gut benutzen kann. Und das nimmt der Drucker auch einwandfrei. Also man muss es natürlich dann umgekehrt einlegen. Also das heißt, ich drucke den Kopf zuerst. Nee, umgekehrt. Ja, genau. Also logisch, weil du kannst nur mit der geraden Kante einlegen. Genau, mit der geraden Kante rein, damit das greift. Und das funktioniert aber auch einwandfrei. Mega. Das sieht echt schön aus. Das ist cool. Hier, das ist so ein Papier, wo du deutlich außerhalb der Spezifikation unterwegs bist. Wir sind, glaube ich, hier über 300 Gramm unterwegs. Ja, und das ist echt sehr schwer. Und da setzt du das Ganze auf Nutzen. Für unsere Kunden, die vielleicht nicht aus der Druckerei Nutzen setzen, bedeutet, dass ich einfach mehrere Teile auf eine, zum Beispiel hier SRA3 Größe drucke und mir dann hinterher zurechtschneide. Das hat den riesen Vorteil, dass ich zum einen randlos drucken kann, dass ich halt wirklich, selbst wenn ich Druckelemente habe, die direkt am Rand liegen, dass ich bis ganz nah an den Rand rangehen kann und dass ich natürlich auch Papierformate, die vielleicht in Kleinformaten nicht erhältlich sind, verwenden kann. Was sind so die Herausforderungen, wenn ich auch ein bisschen über die 300 Gramm, die der Drucker offiziell unterstützt, hinausgehe? Wie arbeitest du damit? Ich sehe, du hast ja auch so eine Linie aufgedruckt. Genau. Was hat das zu bedeuten? Tatsächlich, wenn man wirklich über die 300 Gramm hinausgeht, muss man auch eben mit kleinen Hürden rechnen und das ist so, dass der Drucker das dann nicht ganz gerade einziehen kann. Insofern lege ich mir einfach hier eine Schnittkante rein, die schneide ich dann von Hand mit Skalpell und Lineal wirklich ab, pro Bogen. Aber wenn man natürlich mehrere Nutzen auf einem Bogen hat, hat man ja jetzt auch bei einer Auflage von 70, 75 Stück keine 70 Bögen, die man schneiden muss. Nein, natürlich nicht. Genau, sondern eben entsprechend halt dann weiß ich nicht, 10 oder 15 Bögen und dann ist das auch überschaubar und dann gehe ich an meine Schneidemaschine und schneide das eben mit meinem Hebelschneider, der sehr exakt schneidet, auch gut durch. Perfekt. Und das nutzt du auch beim doppelseitigen Druck? Nicht so gerne tatsächlich, weil ich da sicher sein will, dass es auch gut eingezogen wird. Ja. Wenn ich es doppelseitig nutzen würde, würde ich es von Hand doppelseitig machen. Also würde ich es tatsächlich noch mal ein zweites Mal einlegen. Das heißt, du druckst erst auf Nutzen, schneidest und legst dann ein und bedruckst die Genau, Rückseite. Das ist der sicherste Fall. Aber dann kann die Rückseite auf keinen Fall natürlich einen Anschnitt haben. Das muss man auch bedenken. Genau. Also Anschnitt bedeutet, dass Elemente ganz, ganz nah am Druck liegen, die dann hinterher weggeschnitten würden, dass man sie nicht sieht. Ja, für die Kunden, die nicht aus der Satz- und Druckbranche kommen. Aber trotzdem kannst du eigentlich so mit ein bisschen Handling fast alle Projekte in-house umsetzen. Ja, tatsächlich. Du hast eben erwähnt, dass du gewisse Sachen an Druckereien rausgibst. Du hast den Ghost Pro ja jetzt schon eine Weile im Einsatz. Wie hat sich das Verhältnis entwickelt von Dingen, die du rausgeben musstest, weil du sie nicht bei dir selber produzieren konntest, zu Dingen, die du jetzt wirklich selber direkt umsetzen kannst, seitdem du Ghost Pro im Einsatz hast? Ich würde sagen, ich drucke 90% der Aufträge mittlerweile selbst. Also das hat sich wirklich krass verstärkt. Also damit hatte ich eigentlich auch gar nicht so gerechnet, weil ich tatsächlich mehr den Fokus auf die Tagespapeterie gelegt hatte, weil bei den Einladungskarten oft eine Veredelung dazu kommt, die ich dann natürlich nicht umsetzen kann, weil ich keine Prägemaschine habe oder bestimmte andere Dinge oder auch nicht Gold folieren kann. Das gebe ich auf jeden Fall raus. Wenn das aber nicht
der Fall ist, dann kann ich die Sachen alle bei mir produzieren. Und das hat sich wirklich stark gewandelt jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Cool. Also Tagespapeterie, verstehe ich richtig, sind so Sachen wie Kirchenhefte, Menükarten, Sachen, die eben unter der Woche reinkommen, die du direkt druckst? Nee, das Tagespapeterie ist tatsächlich das, was am Hochzeitstag benötigt wird. Ist vielleicht vom Wort ein bisschen irreführend, genau. Also bei einer Hochzeit hat man ja Dinge, die vor der Hochzeit passieren. Das sind dann die Save the Dates und die Einladungen. Ja. Dann eben die Produkte, die am Tag der Hochzeit benötigt werden, Menükarten, ein Sitzplan, Platzkarten zum Beispiel oder auch ein Welcome-Schild, je nachdem, wie das dann jetzt aufgestellt ist. Und dann eben noch danach die Danksagung. Also so teile ich das immer ein entsprechend, genau. Und die Tagespapeterie ist oft so, dass sie relativ kurzfristig vor der Hochzeit erst gefertigt wird. Also gerade so ein Sitzplan, das kam jetzt unter Corona. Der kann sich ja noch in den letzten Stunden ändern, ne? Ja, eben. Also früher war das nicht so schlimm, aber so mit Corona wurde das tatsächlich auch ein krasses Thema, dass man einfach einen Sitzplan manchmal 2 Tage vor der Hochzeit erst fertigstellen kann. Das kannst du nicht an eine Druckerei schicken. Nee, das geht nicht, genau. Dann muss man natürlich auch einen anderen Sitzplan konzipieren. Also dann besteht er aus einzelnen Karten, zum Beispiel, die man irgendwo anheftet, wenn sowas gewünscht ist. Und dann kann man das damit ganz gut lösen, ja. Cool, das heißt, wenn eine Hochzeit stattfindet und wirklich am Abend vorher die Paare noch irgendwas benötigen, Schilder für ihr Buffet oder es hat sich irgendwas spontan geändert, können die zu dir kommen, du kannst es noch on demand produzieren in der gleichen Qualität und direkt das dem Paar anliefern. Genau, also wenn das alles im Rahmen ist dessen, dass man es anliefern kann und die nicht weiter weg wohnen, dann geht das gut, ja. Du hast so eine richtige Expertise, wenn es um Thema besondere Papiere geht. Wir haben ja auch mal Papiere für dich getestet bei uns im Support, habe ich gehört. Und unser nächstes Beispiel, da hast du so ein Büttenpapier. Vielleicht erzählst du uns kurz, was genau so ein Papier eigentlich ist, was das so besonders macht und was auch die Herausforderungen vorher waren und wie du die jetzt löst. Ja, also Büttenpapier ist gerade total in. Und zwar ist das ein handgeschöpftes Papier. Also da gibt es dann Papiersiebe, auf die wird eine Papierrohmasse aufgebracht und das wird dann entsprechend, jetzt den genauen Ablauf weiß ich nicht, aber es wird dann entsprechend getrocknet und gepresst und dann hat man dann so einen Papierbogen. Und dadurch entstehen eben auch diese... Das fühlt sich auch richtig schön an, ne? So mit diesen Rändern und so. Also diese Ränder entstehen eben durch diese Siebe und diese Karten sind dann auch schon im Endformat. Also man kann ja nicht sagen schneiden, weil die werden ja so da rausgenommen. Und Endformat bedrucken ist auch nicht immer so einfach. Also natürlich muss man im Design ganz viel aufpassen, dass man nichts Rand im Anschnitt hat, was wir eben schon hatten am Rand. Dann kann man die auch ganz gut bedrucken, aber mit einem Tintenstrahler zum Beispiel ist es nicht so einfach, weil diese Tinte sehr in das Papier reingehen würde. Und das die sind saugfähig, die Papiere. Genau, Die sind sehr offenporig und deswegen auch rau und das ist ja die tolle Haptik, die die Papiere mitbringen, aber die sind halt eben bei einem Tintenstrahldrucker so ein bisschen schwieriger. Und wenn die Tinte dann halt eben so eingesaugt wird und man sieht halt hier eben diese ganz filigrane Schrift, die Namen hier unten, dann ist das schon nicht mehr so schön zu lesen. Und das macht der Ghost Pro wirklich wunderbar. Also ich kann die auf Format zugeschnittenen Karten sozusagen direkt auch einführen lassen und dann bedruckt er die wirklich auch gut und auch also es sieht sehr gerade und gut eingezogen auf jeden Fall aus. Genau. Ja, mega cool. Und ich sehe, du hast hier natürlich auch dann nicht in weiß, sondern in schwarz gedruckt. Und da ist auch wieder so ein Element, wo du deine Brautpaare beteiligst. Diese Standzungen, die machen dann auch die Paare gemeinsam? Genau, also in dem Fall ist das eine Prägung, die mit einer Prägezange gemacht wurde. Und das hat auch das Brautpaar selbst gemacht, auch hier auf dem Kuvert zum Beispiel. Auch auf dem Kuvert. Die kann man dann individuell anfertigen lassen, die Prägezangen. Und man braucht ein bisschen Kraft in der Hand, aber das geht schon ganz gut. Und dann drücken die das 70 oder 80 oder 100 Mal. Zusammen. Sehr, sehr cool. Das heißt, wenn ihr Papierliebhaber seid und Spaß daran habt, mit neuen Papieren zu experimentieren, so wie Eva, dann ist der Ghost Pro schon wirklich ein Produkt, wo man sich auch mal was trauen kann und einfach mal Sachen ausprobieren kann. Bei dem Thema, wie ist das denn mit Wartung und Störung? Hast du schon mal Probleme mit deinem Gerät gehabt? Ja. Und wenn ja, konnten die denn gut gelöst werden? Ich hatte tatsächlich Probleme mit dem Gerät hinsichtlich der Patronen und dann habt ihr mich da einfach mega gut unterstützt. Das ging zwar auch noch über den Hersteller und ein bisschen E-Mail-Schreiberei, aber ihr seid dann auch irgendwann eingeschritten und habt gesagt, so, jetzt muss aber mal was passieren und dann habe ich einfach ein komplett neues Gerät bekommen. Und jetzt läuft das alles. Das ist echt gut. Cool, perfekt. Ja. Und das neue Gerät läuft problemlos rund, so wie es soll. Das heißt, wenn man ein bisschen experimentiert mit Papieren, mit verschiedenen Einzügen, ist das kein Problem. Du hast eben auch noch erwähnt, dass Formate manchmal ein Thema sind, wie sowas, was halt auf Format geschnitten ist. Genau.
Der Drucker bietet ja bestimmt, wie jeder andere Laserdrucker auch, verschiedene Standardformate an, zum Beispiel DIN A4, DIN A3, A5, Karten und so weiter. Was machst du denn, wenn du ganz individuelle Formate hast, die es so nicht gibt? Dann gebe ich das beim Drucker ein und das steht dann benutzerdefiniertes Menü und dann kann ich eben die Papierlänge und Breite eingeben und dann gebe ich das dann auch in mein Menü, aus dem ich drucke, am Computer ein und dann funktioniert das auch einwandfrei. Cool. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich jedes Papierformat bis SRA3, was der Drucker als Grenze nach außen hin hat, bedienen und aber auch kleinere Formate einfach anlegen, so wie du sie gerade brauchst. Genau, also ganz kleine habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es da jemanden, der das schon gemacht hat, aber DIN A6 ist gar kein Problem. Cool. Ja, und das ist ja, glaube ich, so das Niedrigste, was man im Hochzeitsbereich hat. Und den Rest schneidet man wahrscheinlich dann zurecht. Genau, den schneidet man dann entsprechend, ja. Cool. Was nicht nur geht, ist Weißdruck und Schwarzdruck, wie wir jetzt schon in den Beispielen gesehen haben, so mit Ghost Pro, kann man auch farbig drucken. Der Drucker hat eine weiße Tonerpatrone und die Patronen Cyan, Magenta und Yellow, also die Farbpatronen, aus denen dann auch das Schwarz gemischt wird. Wie bist du mit dem Schwarz eigentlich zufrieden? Doch sehr. Also wir haben da auch ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, dabei. Ne? Warte mal, ich hol's mal raus. Das hatten wir hier hinten. Ja. Das hier ist das, glaube ich. Genau. Ne? Und das sieht man hier auf dieser Karte ganz gut. Das ist die Infokarte und die ist wirklich mit großen Buchstaben. Ja, ist richtig schwarz. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut als schwarz auch Ja, und das ist auch ein sehr helles Papier. Ne? Da kommt das nochmal richtig raus. Hier, das ist auch alles in schwarz gedruckt. Ja. Mit ein bisschen filigraneren Farben. Da ist es nicht ganz so tiefschwarz, genau. Aber sobald die ein bisschen fetter werden, sind die richtig schwarz. Auf jeden Fall, genau. Also man sieht auch jetzt nicht, dass es aus 3 Farben zusammengedruckt ist. Das ist nämlich auch bei Druckern manchmal das Problem, dass dann eben diese Passgenauigkeit nicht so toll ist. Aber das kann ich jetzt beim Ghost Pro überhaupt gar nicht sagen. Also die ist richtig gut und da hat man keinen Unterschied zu einem normalen Schwarz. Cool. Das heißt, mit Ghost Pro könnt ihr nicht nur in Weiß auf sehr, sehr schwere Papiere drucken, auf Sonderformate drucken, sondern ihr könnt auch einfach eure weißen und cremefarbenen und hellen Papiere mit einem coolen Schwarz bedrucken, das wirklich genauso satt rauskommt, wie eigentlich bei jedem anderen Laserdrucker auch. Und noch mehr, Farbe geht auch. Komm, wir schauen uns mal das nächste Muster an. Hier hast du mit hellen Papieren gearbeitet und mit Farben. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über die Herausforderungen bei den Projekten und wie du die halt meistern konntest, was da so die Themen waren. Ja, also hier haben wir jetzt zum Beispiel eine zweiseitig bedruckte Karte auf einem Aquarellpapier. Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch mit dem alten kleinen Samsung gar nicht bedrucken können. Das hätte direkt auch wieder einen Stau gegeben. Und dann habe ich auch die Vorderseite gedruckt. Auf Nutzen, habe es geschnitten und habe die Rückseite dann entsprechend einziehen lassen, sodass das dann halt auch immer einen richtigen Stand hat. Genau. Ja. Und eben auch dieses Aquarellpapier, das benutzt man ja normalerweise, um Aquarell zu malen. Ne? Das ist Malpapier. Genau, ne? Ja. Und das muss ja auch sehr saugfähig sein, weil das ja sehr viel Wasser auch aufnehmen muss. Und das wäre jetzt mit dem Tintenstrahler auch wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Und dann habe ich noch dazu einen Bilderstreifen mit den Bildern, das ist übrigens meine Nichte, gedruckt. Und bei Naturpapieren ist es ja auch oft so, dass dann Bilder nicht so brillant rauskommen. Das ist aber auch ein Stilmittel, mit dem man schön arbeiten kann, wenn man sich dessen bewusst ist. Und von daher ist das hier auch ganz bewusst so eingesetzt. Ja. Und genau. Ja, das gibt so eine richtig schöne, natürliche Haptik. Halt so ein bisschen, die Farben sind etwas nicht so kontrastreich, kontrastärmer. Und wie machst du das eigentlich in der Kommunikation mit deinen Kunden? Du hast ja sowohl Hochzeitskunden, als wie man jetzt auch hier sieht, Families, die Sachen machen mit dir. Ja. Wie machst du das bei der Papierauswahl und auch bei der Auswahl des geeigneten Druckverfahrens? Wie arbeitest du da mit deinen Kunden? Sehr offen. Also ich kläre eigentlich von Anfang an immer über alles auf, weil ich das auch wichtig finde, dass die Vorstellungskraft dann nachher auch zum Endergebnis passt. Und wenn man jetzt sich einen Bilderstreifen aussucht und davon ausgeht, dass das dann solche Hochglanzfotos sind, wie vielleicht auf einem Bilderdruckpapier, was man eher aus dem Werbebereich kennt. Ja. Und dann kommt aber eher so ein abgesoftetes Ergebnis raus, wo man eben auch dieses Papier von der Struktur noch so ein bisschen erahnen kann, dann ist es ja was komplett anderes. Und wenn man das aber bewusst aussucht und genau weiß, was auf einen zukommt und das, wie gesagt, als Stilmittel vielleicht benutzt, dann ist es ja ein ganz anderes Ergebnis. Und ja, cool. Ja. Wie hat sich so die Auftragslage im Thema Hochzeiten, im Thema Karten und allgemein beim Drucken verändert, jetzt wo du so viele Sachen, du hast eben gesagt, fast 90% von allem, was du druckst, in-house anbieten kannst? Kannst du mehr Aufträge annehmen dadurch? Ja und nein. Also es ist relativ gleich geblieben von der Menge, würde ich sagen.
weil jetzt auch diese Nachproduktion noch dazu kommt. Das musste ich natürlich auch mit einkalkulieren. Vorher habe ich das als einen Nutzen an die Druckerei gesendet und dann kam es fertig zu mir zurück und ich habe es nur geprüft und neu verpackt. Jetzt bin ich natürlich im Prozess viel mehr involviert. Und das kann ich aber auch dann ganz anders kalkulieren, sowohl zeitlich als eben auch preislich muss das natürlich auch einkalkuliert werden, das ist klar. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass ich im Angebotsprozess jetzt eben auch schon Dinge ausprobieren kann und dann auch ganz anders anbieten kann und vielleicht auch Alternativen vorschlagen kann, die in Zusammenarbeit mit einer Druckerei dann nochmal zeitverzögert laufen, weil da einfach dann viel mehr Adressen sozusagen dazwischen stecken. Ne? Natürlich, du musst die Sachen hin und her schicken, ausprobieren und so weiter. Du kannst im Prinzip, du kannst fast mit dem Paar vorm Bildschirm sitzen, direkt was ausdrucken und live die Ergebnisse diskutieren. Ja, cool. Auf jeden Fall. Wir haben hier noch so ein paar Projekte, wo es auch wieder um speziellere Papiere geht und hier geht es auch, glaube ich, auch nochmal um doppelseitigen Druck auf einem etwas dünneren Papier. Genau. Das sind jetzt Sachen, die du einfach so direkt doppelseitig druckst mit dem Drucker? Ja, genau. Das habe ich tatsächlich doppelseitig einfach bedruckt und das hat auch gut funktioniert. Das ist tatsächlich aber auch ein 300 Gramm Papier, aber das hat nicht so ein Volumen und damit geht das ganz gut. Das heißt, je nach Papieroberfläche und Haptik steht und fällt der automatische Duplex-Druck eigentlich mit der Grammatur? Ja, auf jeden Fall, das würde ich sagen. Also ich habe es aber auch nicht automatisch gedruckt. Das hast du... Habe ich auch händisch. Genau, gedruckt. Ja. Aber nicht vorher zugeschnitten, sondern sieht man ja, hat ja auch einen Anschnitt. Ah ja, okay. Cool, das klingt richtig spannend, wie du deine Paare wirklich in den gesamten Prozess von der Ideeentwicklung über den Druck mit der Konfektion mit einbeziehst und dass du jetzt selber auch mit Ghost Pro den ganzen Druckprozess in der Hand hältst. Ja. Du hast ja auch eine Weile überlegt, bevor du in Ghost Pro investiert hast, nachdem du schon mit unserem White Toner in deinem Samsung-Drucker eine Weile unterwegs warst. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen von dem Prozess, der so abgelaufen ist, als du überlegt hast, in ein professionelles Drucksystem zu investieren, was natürlich auch einen gewissen Preis hat. Klar. Tatsächlich war der Preis schon eine Hürde für mich, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch echt durchaus ein paar Monate überlegt und ich war mit eurem Support, mit dem Nico, auch die ganze Zeit immer irgendwie sporadisch in Kontakt. Und ja, also das hat schon gedauert, bis ich auch so für mich diesen ganzen Prozess so für mich kalkuliert habe, zu wissen, okay, die Investition macht Sinn, was kann ich dann machen, wie viel Mehrarbeit kommt auf mich zu, was bleibt dann alles bei mir und was muss ich nicht extern bezahlen sozusagen bei Druckereien. Und das hat schon ein bisschen länger gedauert und ich musste mich auch trauen, aber ich finde, für mich hat sich das auf jeden Fall sehr gelohnt, durchaus. Cool. Wie waren so deine Erfahrungen im Vorhinein? Hattest du die Möglichkeit, deine Papiere mal zu testen auf dem System? Hattest du die Möglichkeit, einfach ein bisschen Fragen zu stellen? Wie war da so der Prozess? Genau, ich habe ein paar Testpapiere habe ich euch geschickt und die habt ihr mir dann auch bedruckt entsprechend, weil ich gar nicht so richtig glauben konnte, dass da so ein 300 oder 350 Gramm Papier durchläuft. Und dann habe ich euch so meinen Standard 350 Gramm Naturpapier geschickt und das war einwandfrei. Und ihr habt mir natürlich irgendwie auch von euch Papiere bedruckt und mitgeschickt und dann konnte ich mir das alles angucken und war durchaus begeistert, ja. Und cool. das hat dann auch zu der Entscheidung am Ende geführt. Würdest du sagen, dass sich die Investition für dich gelohnt hat? Ja, doch. Also wenn ich jetzt meinen ganzen Fertigungsprozess in diesem Jahr, in dieser Saison betrachte, im Vergleich zu der letzten Saison hat sich das fast, habe ich ja eben schon gesagt, um 90% komplett bei mir abgespielt. Cool. Ja. Das klingt richtig, richtig gut. Bei Ghost bieten wir natürlich nicht nur professionelle Drucksysteme wie den Ghost Pro, mit dem du wirklich richtig, richtig viele Sachen in-house, on-demand produzieren kannst, sondern auch Einstiegslösungen, mit denen Eva ja auch angefangen hat, nämlich unsere weißen Tonerkartuschen für verschiedene Farblaserdrucker oder unsere Druckerbundles. Und so kannst du einfach mit dem Budget, das dir zur Verfügung steht, in das Thema Weiß- und Spezialdruck einsteigen. Wenn du uns kontaktieren möchtest, blenden wir dir hier einmal die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ein. Alle unsere Kontaktdaten findest du natürlich auch in der Videobeschreibung und auf der Webseite, wo wir auch jede Menge Informationen zu den verschiedenen Druckmöglichkeiten mit unseren Produkten bereitstellen. Viele unserer Produkte ermöglichen auch den Tonertransfer, bei dem du nicht nur auf farbige Papiere und Medien drucken kannst, sondern auch mithilfe von Transferfolien deine Designs auf Textilien, T-Shirts, Tassen, feste Untergründe wie zum Beispiel Kork oder Holz transferieren kannst und so auch nochmal ein ganz anderes Portfolio an Geschenkartikeln und Produkten anbieten kannst. Wir haben noch ein paar Muster, auf die wir schauen wollen. Du hast ja sicherlich schon einige Ideen für zukünftige Projekte und einige Stärken von Ghost Pro ist ja auch die Möglichkeit,
weiß und farbig in einem Druckdurchgang auf farbige Papiere zu drucken. Ich habe hier mal ein Muster aus unserem Hause mitgebracht. Ist das vielleicht so ein Thema, was jetzt demnächst für dich interessant sein könnte, auch eben in Farbe und Weiß gleichzeitig zu drucken? Finde ich auf jeden Fall super spannend. Habe ich vor ein paar Jahren über Druckereien gelöst. Da hätte ich auch mitbringen können zum Zeigen. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade solche floralen Watercolor Grafiken, die kommen jetzt so langsam wieder. Vielleicht nicht so, wie es vor 5, 6 Jahren war, sondern ein bisschen in einer anderen Richtung, aber trotzdem in Zusammenarbeit mit Naturpapieren, die durchgefärbt sind, was auch ganz wichtig ist. Von der Qualität macht es durchaus Sinn, dann eben diese Sachen zu testen und da mal irgendwie sich mehr damit zu beschäftigen. Ja, ich glaube, das kommt. Cool. Das wären also so Projekte, die du dann demnächst einfach mit Ghost Pro angehst. Hier hast du noch was mitgebracht. Du experimentierst ganz gerne auch mit dem Kunden gemeinsam und vor einem Projekt. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Papier. Ich fühle da schon so drüber. Das fühlt sich einfach an wie Samt. Ja, also wer so ein Papiernerd ist wie ich, der kennt natürlich auch die Papiermühle Gmund. Schon und gehört. Genau. Bei Gmund gibt es auf jeden Fall sehr, sehr hochwertige Papiere und auch die Farbauswahl und auch die Texturauswahl ist riesig. Und jetzt haben die dieses Papier leider nicht mehr im Sortiment, aber das Brautpaar hat es bei mir ausgesucht, weil ich eben Muster davon hatte und in meinem alten Gmund alles Fächer, den auch jeder Papiernerd kennt, waren die noch drin. Das ist ein Kaschmirpapier, das fühlt sich tatsächlich an wie Samt. Das ist mega, ja. Und das Brautpaar, die Einladungen sind noch nicht raus, die heiraten jetzt im Dezember, das ist alles recht kurzfristig auch. Hat sich eben dieses Samtpapier ausgesucht, weil wir eine Weihnachtseinladungskarte, es wird eine Wedding, eine Christmas Party. Christmas Wedding. Genau, nice. eine Christmas Wedding Party. Und dann habe ich bei der Druckerei angefragt, ob wir dieses Papier bekommen können und haben festgestellt, das Papier ist aus dem Sortiment genommen von der Papiermühle. Das heißt, du wolltest es eigentlich an die Druckerei rausgeben? Genau, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich das Papier bedrucken kann mit dem Ghost Pro. Und dann schrieb die Druckerei, das Papier gibt es nicht mehr. Und dann habe ich festgestellt, ich habe noch so 10 Bögen in A4 als Muster von einem vorherigen Projekt und habe es dann einfach mal durch den Ghost Pro durchgejagt und es hat halt wirklich gut funktioniert. Natürlich ist dieses Papier besonders durch diese Fasern und sowas und die Deckung ist jetzt nicht extrem weiß, aber ich habe das mit dem Brautpaar abgesprochen und die fanden es total super, weil das eben auch in dieses Farbschema alles passt. Und jetzt bedrucken wir meine 10 Muster, die ich noch hatte. Das passt gerade noch so für die Buttons und können dem Brautpaar entsprechend das Wunschpapier dann zur Verfügung stellen. Das ist richtig cool. Und das ist auch ein Gmundpapier mit einer Struktur, die ist... ja, das glänzt so richtig, genau. so eine Haptik, ne? Ja, das man ist fühlt metallisch. das auch richtig, ja. Ja, genau. Und wenn man da mit dem Nagel drüber geht, macht das so Geräusche. Ja, es macht Geräusche. Genau. Und da habe ich mir jetzt dann auch einfach einen Testbogen bestellt, weil ich einfach wissen wollte, ob der Ghost Pro damit klarkommt. Weil wenn ich schon die Buttons selbst bedrucke, dann macht es vielleicht auch Sinn, Absolut. die Infokarte und die Hauptkarte. Dann hast du quasi den ganzen Job wieder bei dir. Genau, und das hat jetzt einfach mit meinem Papiermuster super funktioniert und ich drucke das jetzt einfach komplett selbst. Wow, cool. Also ein Projekt, was eigentlich eher für die Druckerei angedacht war, was jetzt aufgrund der besonderen Situation mit dem Papiermangel in-house aber so umgesetzt werden kann, wie der Kunde sich das wünscht. Eben. Cool. Du machst auch andere Kundenprojekte, die aus dem Thema Hochzeit und Tagespapeterie ein bisschen rausfallen, habe ich jetzt gelernt, was Tagespapeterie ist. Was sind das für Projekte und siehst du da den Ghost Pro auch als eine Möglichkeit, um da Sachen umzusetzen? Ich habe auch viele Kunden aus dem B2B-Bereich sozusagen. Das sind dann oftmals auch Hochzeitsdienstleister und Dienstleisterinnen, die ich natürlich über mein Hochzeitsnetzwerk kennengelernt habe. Und da darf ich eben Logos, Branding und solche Sachen entwickeln. Cool. Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel dann eben Hochzeitsdienstleister oder Dienstleisterinnen, die auf Hochzeitsmessen ausstellen. Da organisiere ich gerade mit einer Freundin unterstützend eine Hochzeitsmesse, die im Februar stattfindet. Und da unterstütze ich dann entsprechend auch andere Dienstleister oder Dienstleisterinnen mit ihrem Messeauftritt. Und wenn das dann auch eben kleine Auflagen sind, dann braucht man vielleicht irgendwie ein Schild, was in einen Ständer gestellt wird. Und bis SRA 3 reicht ja für eine Messe auch tatsächlich aus, um ein Schild zu produzieren. Und das sehe ich da auch ganz stark auf jeden Fall, genau. Cool. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht kein Hochzeitsbusiness hast oder ein Papeteriegeschäft,
sondern einen Burgerladen, Gastronomie oder eine Druckerei, dann kann Ghost Pro dich super dabei unterstützen, verschiedene Sachen wie zum Beispiel hier Plakate auf schwarzem Papier mit weiß und farbigem Druck in einem Druckdurchgang herzustellen oder auch individuelle Kunstwerke wie sowas hier, auch auf einem sehr, sehr schweren Papier, das sogar so eine Struktur hat, einfach direkt in weiß zu drucken. Das heißt wirklich ein mega flexibler Drucker, mit dem du verschiedenste Projekte umsetzen kannst. Genau. Eva, du hast uns hier dieses Muster mitgebracht. Dieses Brautpaar heiratet zufällig heute. Genau heute, ja. Von daher gratulieren wir ganz herzlich. Alles Gute für eure Hochzeit. Ihr habt euch einen Megatag im goldenen Oktober mit einer goldenen Karte ausgesucht. Genau. Und wir wünschen euch mega viel Spaß. Wenn ihr verliebt oder papierverliebt seid, dann seid ihr bei 2KM Papeterie und Design auf jeden Fall richtig, wenn es darum geht, die passende Papeterie, das komplette Design und richtig, richtig schöne Drucke für eure Hochzeit zu bekommen. Ich denke, Kunden können dich jederzeit kontaktieren. Auf jeden Fall. Wir blenden hier mal deine Webseite ein. Du bist wahrscheinlich auch auf Social Media unterwegs, genau, Instagram, Facebook. Leute können dir da folgen. Auf jeden Fall bitte einen Like für Eva da lassen. Und wenn ihr heiraten möchtet, wenn ihr Papeterieprojekte habt, dann seid ihr bei Eva auf jeden Fall super, super beraten. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, mir vielen, auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke, hat mich auch total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das hier alles irgendwie mal auch live zu sehen und nicht nur immer am Telefon und euch kennenzulernen persönlich. Das war echt toll jetzt. Cool, danke schön. Danke auch für den Einblick in dein Business und in die verschiedenen Möglichkeiten und Papeterieprojekte, die du mit Ghost Pro schon umgesetzt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viele spannende neue Kundenprojekte, egal in welchem Bereich. Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte Eva und mir einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, da bekommt ihr Infos zum Thema Weißdruck, Spezialdruck, Tonertransfer. Wir haben ganz, ganz viele Schritt-für-Schritt-Videos, in denen ihr erlernen könnt, wie ihr auf euren Druckern individuelle Formate einstellt, wie ihr Textilien, Tassen und andere Medien mit weißem Toner bedruckt. Checkt auf jeden Fall mal unsere Webseite aus, folgt uns auch auf Social Media. Für heute sage ich Eva vielen Dank, euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.